Hallo Freunde und willkommen zurück zu Marvel Midnight Suns, wo wir in der letzten Folge noch eine normale Nebenmission gemacht haben, Logan ein bisschen besser kennengelernt haben und ja, Caretaker möchte mit uns sprechen, weil sie ja für heute ein Treffen von allen Teams einberufen hat, wie auch immer. Ich würde sagen, let's go. Hey, kiddo. Almost time for the meeting. I'm ready. All right, it's not far from here. Also anstatt, dass man das einfach irgendwie im Gemeinschaftssaal macht oder im Raw Room. Hauptsache Agatha steht hier hin und keiner bemerkt sie. Hello, my dear. What are you doing here? Whenever Sarah was this nervous, I used to keep close. A look, a smile, a touch on the shoulder. It always helped. I can't do that now, of course, but death can't stop me from watching over her. Why would she be nervous? I don't know. I think I'll stay and find out. Oh. Okay, jeder will was sagen. Why? We don't know what it's about. I dislike anything. Fangen wir erstmal mit den DLC-Charakteren an. Great spot for something bad to happen. What makes you say that? Ominous meeting called together last minute in the middle of the night? That doesn't seem weird to you? I suppose you are right. If I get voted off the Abbey, it was nice knowing you. Hunter, is this meeting about the bloodstains in the library? Because I told Blade I would clean that up. There are bloodstains in the library? No. Not anymore. I'm sure this must be about something else. Das werden wir herausfinden. Don't you think, Mr. Rogers? The air is still. Is that a bad thing? Not always, but it feels like a bad omen. Ja gut, Venom können wir noch nicht fragen, der ist noch nicht da. Happy ist da. Kann ich Ebony dann streicheln? Das weiß ich gerade nicht mehr. Bye. Das ist Ebony. Nee? Put. Did she say what it's about? Eine Mieze. Just that we all have Das ist ganz einfach. Okay, nein. Müsste... So? Ach, da oben drauf. Und? Komm ich? Nein, ich komme nicht dran, verdammt. Aber da ich auch Charlie nicht streicheln kann. Nein. Hunter, good to see you. Ja, ich würde sagen, wir fangen rechts an und arbeiten uns nach links durch, ne? This is odd, huh? The meeting? No meeting out here. Why not the common room? Something's up. Das war auch meine Frage, Robbie. Nobody knows what this is about. Did she say something to you? Not really. Whatever it is, it can't be good. Good thing you're fireproof. What? Any idea what this is about? Not really. I think she's gonna yell at somebody. Why do you say that? Just a feeling. Vielleicht schreit sie auch alle an. What a waste of my evening. You know what this is about? No, but it will be a waste, I am certain. I thought there'd be snacks. Sehr gute Einstellung. She didn't call this meeting lightly. Whatever this is, it's important. How do you know? Because I've called meetings like this before. Sorry, Doc, ich wollte dich nicht überspringen. Such a charming location for whatever is about to happen. What, no predictions? As I have mentioned on many occasions, often in your presence, I can no longer peer along the shaft of time's arrow, nor alter its arc. But if you could... What would you suggest I do? Waste my considerable talents on a glorified pep talk? I should think not. So you do know what she will say? I have my suspicions. Big news, whatever it is. How can you tell? I've known Sarah long enough. After tonight, everything changes. You know how long this will take? I do not.
Why? Robbie and I had plans. It's fine. We'll figure it out. Na, was das für Pläne sein werden. Moment. Kurz den Pilz hier holen. Dann noch die letzten beiden. Short notice for a meeting. What do you think it is about? From the set of her jaw, some kind of reprimand. I'm always wary of impromptu team meetings. Why? It's usually when people get fired. You have been fired? Me? No. But I've had to call those meetings, and they suck. Well. Everyone's here. I should begin. You sound like you are hesitating. That's because I am. I could use a moment to collect my thoughts. Wir haben uns schon noch das Volk gemischt, also komm. What did you always tell me? Hesitation is a gift delivered to your enemy. It is absolute cruelty to use my own words against me, especially when you're right. Time to tear off the bandage. Thank you all for coming. Truthfully, I wasn't sure everyone would. And that's why we're meeting. The Hunter and I are working to stop Lilith and her master, Cathan. I'm not certain about the rest of you. We're in this to the end. Are you? I see petty rivals more concerned with scoring points off one another than stopping the mother of demons. Whoa there, if anyone isn't pulling their weight, it's the Midnight Suns. And if anyone's doing their own thing, it's the Avengers. And the ringleaders prove my point. But I speak only for myself. So, I ask the Hunter, who is responsible for the dysfunctional state in which we find ourselves? Niemand und alle zugleich? If anyone should be held responsible, it is me. Agree to disagree, boss. Can't believe I'm saying this, but Tony's right. And that's my new ringtone. Don't ruin the moment. It is true. I have not done enough for any team. If I am the one who brings people together to defeat Lilith, I have already failed. She will destroy everything you know, pollute all you love. In this, she and her followers are unified. To serve Lilith is to serve Cathan. If you don't pull the same direction, if you'd rather fight each other, we've already lost. Look, the Midnight Suns are unproven. I will grant that they have potential, but we can't trust an apocalyptic threat to the Halloween teens. We're all in our 20s. Could have fooled me. See? The Avengers underestimate their allies. You think they'll do otherwise for the Mother of Demons? If they're in charge, we lose. You're both right. The only one who can lead us to victory is the Hunter. Huh. That's our Steve. What do you say, Hunter? Are you willing to lead us against your own mother? Only if everyone wants me to do it. I can only speak for myself, but you already convinced me. Just like that? It's a heavy responsibility. I wanted to hear you say you're willing to bear it. We're your team, Hunter. Tell us how you plan to lead us. Ich bin die Speerspitze. We know our goal. Now we need to do the work. I plan to push everyone here to the limit. But no one has to do anything I will not do myself. Without trust and respect, we are no team. Highly inspirational, boss, but let's get down to vibranium tax. We're all equal here, and it's obvious my team is first among equals. Look, there's no question these kids have heart. We can't do any of this without them. But this isn't our first apocalypse, and experience beats heart any day of the week. Boss, I need to know where we stand on this. Tony, do you believe the world is truly in danger? Of course. And do you believe I can lead the team against this threat? Well, yeah.
then you and the rest of the Avengers need to trust me to do what is best for all of us. Not to interrupt this feel-good moment, but what about us? It's no secret we were sidelined when Tony and the others showed up. Caretaker built our team to face this threat, but we've been pushed aside. I need to know that ends here. There is no future where the Midnight Suns miss the fight. That's all we needed to hear. You need to hear more than that. So does everyone here. Nico, Blade, Ileana, and Robbie may have been here first. But now? We are all the Midnight Suns. When every one of us believes that, we will be ready to face my mother. That's enough for tonight. I want all of you to reflect on what we said. If you'll excuse me, I need a moment with the hunter. So that's it. We did what we could. Let's hope it works. I had no idea this was coming. Kiddo, you have no poker face. For the others to consider you as a leader, your reaction needed to be genuine. Was Steve in on this? No, but he respects you, and I had a feeling he'd speak his mind. If he hadn't suggested you take the reins, it would have been me. I still do not see the point of all this. They're finally thinking of something other than themselves. That was the point. That is all I needed. Tonight, we pulled the plunger and set the ball rolling. The rest is gravity and the occasional nudge. Is that a pinball reference? In the 70s, Agatha insisted I pick up a hobby. I won a few tournaments. Why do I know about pinball? Perhaps it's the universe telling you to challenge me when this is all done? Think I could take you? No, you drain faster than bathwater. Well. So, zunächst einmal haben wir ein neues Salzband bekommen, wir haben 4 Lichtpunkte bekommen, wir haben sehr viele Freundschaftspunkte gemacht, das immer gut ist. Und wir können eine Fähigkeit auswählen. Inspirieren Plus. Ändere die Kosten einer beliebigen Heldentatkarte auf deiner Hand auf 0. Kostenlos. Nützlich. Wilder Schlag. Erhalte einmal verwundbar. Dafür machen wir massiv Schaden. Zu den Waffen haben wir schon. Heiliges Geschenk. Nächste ausgespielte Heldenkarte wird nicht abgelegt. Haben wir auch schon. Und Morgenstern. Endlich. Gewährt allen Morgensternkarten plus 30 Schaden. Maximal 120 Schaden. Die Karte ist awesome. Jetzt. Inspirieren, ne? Nicht falsch verstehen. Kann ziemlich geil sein, gerade wenn man zum Beispiel eine von den legendären Heldentatkarten auf der Hand hat, weil die meistens recht teuer werden. So ab 3, 4 aufwärts ist immer gut, aber selbst eine Heldentatkarte für 0 ist nicht verkehrt. Und das Ding ist kostenlos, das heißt, wir können es theoretisch jederzeit spielen. Aber Morgenstern ist meine Wahl, weil Morgenstern macht einfach nachher so viel Schaden. So, die wenigsten wollen noch mit uns rechnen. Fangen wir diesmal links an und machen die DLC-Charaktere dann zum Schluss. Yeah, I guess I can follow you. For now. What are you saying exactly? Kid, don't lose my respect. It's the part of me that won't grow back. Well. Ach, jetzt wollt ihr auf einmal auch alle reden. I don't know if I agree with everything you said. Still, I'm glad you said it. What do you mean? This is the first time I've felt like I'm really part of a team. Not just Peter tagging along. I get it, we're in this together, but it's good to know that's how you see it. Mm-hmm. I get what Steve sees in you. Is that a compliment or an insult? With him, depends on the week. But for you, it's all compliment, boss. Wouldn't you know it? Now you're the actual boss.
And I called it, way before Steve did. Did you plan this with Oh ja, jetzt haben sie sich auch nach den Clubs aufgestellt, wie mir gerade wieder auffällt. I don't know how to feel about this. I'm happy for you, but I hope it isn't weird when we hang out. Why would it be weird? Huh. Good point. All right. Let's not make it weird. Kriegen wir hin. So, Book Club. I didn't come here planning to put you on the spot, but that's how it turned out. You really think I can do this? I know you can do this, and you have a great team ready for you to lead them. So let's get started. Mhm. Don't know why I didn't see it. You're perfect for this. You did not see me as a leader? It never crossed my mind. Most leaders I've encountered in life have a sort of professional ambition, for better or worse. Steve doesn't, but he's also called Captain America. The name alone carries rank and authority. So if I went by Private Hunter... Oh no, don't call yourself that. And I'm not explaining why. Ja, das ist, wirkt schon weird. You certainly know how to speak your mind. You agreed with me. Of course not. But you stepped up, you laid it out, and now you're ready to walk straight into hell. Figure I'll be there when you do. Really? Yeah, you're the obvious target, so I'll slip past why they tear you limb from limb. Don't worry, we'll build you a bigger mausoleum. Always the strategist. Still working out the kinks, but we'll get there. Ja, also ich fände es jetzt nicht schlimm, wenn wir nicht zerpflückt werden, aber hey, wenn es sein muss. Not what I expected. Is that good or bad? Right now? Feels good to me. I could have brought popcorn. For the team? No, to watch you turn the Abbey upside down and shake it like tambourines. You were more entertaining than anything I could have done tonight. Next time, I'll bring popcorn. Das will was heißen. Ich glaube, so ein großes Kompliment kriegen wir sonst von Iliana höchstens bei Level 5 oder so. I had not predicted this. Really? No. Sarah spoke with me earlier. We have a long history of mutual advisement. What advice did you provide? About time. Which was a mistake. She thought I'd presented her with a temporal riddle, as I do on occasion. Well. So, Storm. Congratulations. Leadership looks good on you, Hunter. It does? Of course. You've been leading the Midnight Suns for a while now, even if you haven't noticed. Do you think I am up to the challenge? I do. A little advice. Confidence in your team will build confidence in yourself. Also, ich muss ja sagen, ich mag generell die Character Designs, aber ich habe bei Storm so ein bisschen das Gefühl, dass ihre Gesichtsanimationen nicht so lebendig wirken wie bei anderen Charakteren. Ich meine, okay, bei Deadpool können sie nicht realistisch wirken, aber bei anderen finde ich, da ist mehr Leben im Gesicht. Bei ihr irgendwie nicht. Finde ich komisch. Now that you're in charge, I was wondering if you'd allow me to bring a few cadavers into the Abbey. For medical research, of course. Well, you would have to talk to Magic about bringing those through the portal. She already told me no. Well, I assumed that's what she meant when she shook her head and laughed while walking away. You know what? Never mind. Those experiments can wait. Ist jetzt nicht so, als hättest du keine Zeit, oder wie war das? Well, slap my ass and call me Deadpool. You're the boss now. I cannot say I was expecting this. There's a time and place for modesty, and it ain't now. If you say so. Better you than me. I wouldn't know leadership if it walked up and kicked me in my fun bags. What exactly are your fun bags? It's where I store my kazoos and party poppers, except for the expensive ones. I tuck those behind my... Never mind. Yeah, I probably shouldn't tell you where to find my secret fun hole. Well.
I'm so proud of her. And you, of course. Don't pout. Okay, wir können gehen. Tschüss. War schön mit euch. So, jetzt resettet sich das Ganze. Genau. I should have told you about Agatha. So. Perfekt. Das bietet sich gerade an. Oh. Sie ist noch hier. Vielleicht können wir jetzt mit ihr interagieren. Ah. Look who it is. Wichtig, wichtig. Weil, ja, ne, Charlie ist aufs Gesamte gesehen wichtiger, aber Ebony ist halt schon nice. So, sehen wir noch irgendwo eine Truhe, die zu ist? Nein. Aber hier haben wir noch das Bloodgate. Und da Charlie gerade nochmal ein Level-Up hatte, würde ich vorschlagen, versuchen wir das Ganze heute nochmal. Meins. Ist noch was? Der Nachtschatten für mich. Den habe ich auch für irgendein Rezept relativ häufig gebraucht, später den Nachtschatten. So. Ja. Wir haben jetzt Level 14, das heißt, es sollte jetzt besser machbar sein. Auch wenn es natürlich in einem gewissen Rahmen mit uns mitskaliert. Aber nichtsdestotrotz sind das, glaube ich, die einzigen Level, wo es ja nicht unbedingt Sinn macht, aber wo es hilfreich sein kann, ein bisschen überlevelt zu sein. And unfortunately for him, he was also the first among them to die. How does an elder god die? He was consumed by another elder god. In this case, his own brother, Set. Lovely. So, ich würde mal dich da reinjagen, auch wenn das schon eine schnelle Karte ist. Aber es hat den Vorteil, es müsste den Typen taunten. Genau. Und wir verpissen uns einfach in den Schatten. Weil clevererweise hätte ich erst den Typen noch gehauen. Und hätte beide dann getauntet. Das wäre clever gewesen. Wir können mal... Na, ich schalte mal 2 aus. Mit einem weißen. Oh, noch ein weißen dazu, okay. Dann das geht so. Okay. Ja, ich stelle wieder fest, ich hätte clevererweise den Dingens erst später verwenden sollen. No mercy for the servants of Lilith. Okay, wir haben noch 2 Aktionen. Helm bringt mir gerade nichts. Helm bringt mir auch nichts. Klingensturm. So, ich würde sagen, ich schubs dich einfach nochmal. Dann mit den beiden Aktionen einfach noch den heiligen Funken und dann einmal beißen drauf. Dass wir den Schaden ein bisschen aufteilen. Also dass der eine Hunter angreift und der andere dann Charlie haut. Dann können wir noch ein bisschen Schaden mit den Steinen hier veranstalten. Zu verursachen. Schade.
Das Problem ist, das macht halt leider nicht so viel Schaden, wie ich gern hätte. Ich könnte aber mal den Klingensturm abwerfen. Dann haben wir noch eine Bewegungsaktion. Und da kann ich nämlich mit dem Sprung hier eröffnen, der ein gutes Stück mehr Schaden macht. Dass wir halt nach Möglichkeiten die Kopien immer mit wenig HP erzeugen. So, Folge ist 94. Ja, komm. Es könnte kritisch werden, zu viele davon auf einmal zu erzeugen. Aber dann bleibt halt nicht mehr viel HP über. Eine Retro-Perspektive wäre halt jetzt noch ein Schubsen clever gewesen. Wobei, na, wir könnten den, glaube ich, noch nicht mal irgendwo hinschubsen. Also, let's go. So, Schaden kriegt was ab. Das ist unschön. Wir kriegen was ab. Das ist auch nicht viel schöner. Wichtig ist, dass wir halt keine Verwundung oder sowas bekommen. So. Wenn die sich gegenseitig kopieren, das ist halt das Mieseste. Wobei das eigentlich schon fast irrelevant ist. Also was heißt irrelevant? Sie verteilen halt die HP auf 2 Körper. Was nervig ist, aber okay. So. By consuming Hypus, Set absorbed his brother's power, but also triggered the downfall of the Elder Gods, as they turned on one another and became demons. Schade, das reicht nicht ganz. Das würde auf jeden Fall funktionieren. Aber ich will nach Möglichkeiten viele von denen ausschalten. Feel my call. So. Dann. Ja, zu den Waffen können wir mal gerade nutzen. Welcome assistance. Ich würde gerne. Warum ist denn keiner hier bei mir geblieben für den Stein? Das ist doch fies. Das können wir ablegen. Das könnte gleich sehr praktisch werden. Und bringt das hier, bringt mir 2 Heldenmut. Nee, dann ist das nicht so praktisch. Das könnte funktionieren. Muss man gerade gleich gucken, wie viele muss ich eigentlich noch killen. Wobei wir haben nicht viele gekillt bisher. So, bitte nicht so weit weg bewegen. Könnten wir noch treffen. Denn wir können jetzt die heilige Flamme ablegen. Bekommen dafür auch noch einen Heldenmut dazu. Der heilige Funke ist sogar noch praktisch, weil der schnell ist. Dann kann ich... Immer könnte ich den... So kann ich viel ausschalten. Das heißt, ich sollte den hier über den schnellen Angriff ausschalten. Ich brauche... Ah, okay, ja gut, ich muss auch 4 Züge gleichzeitig überleben. Das
Das wird das Kritische, glaube ich, Once werden. again, Lilith's servants fall. So. Dann... Ja, ich sollte gucken, dass nach Möglichkeiten so wenig wie möglich... also entweder den Hunter so wenig wie möglich von den Wächtern hauen wollen. Was halt jetzt trotzdem immer noch 2 sind. Return to your mother. Die haben halt eben gut Schaden gemacht. Das Problem ist, was wir halt machen können höchstens. Ich meine, das wird nicht viel bringen. Außer ein bisschen Schaden noch auf dem. Von den Gegenständen bringt mir gerade nicht viel. Ja, ich befürchte, dass Charlie die Runde nicht überstehen wird. Der hat eben knapp 80 Schaden, 85 Schaden oder so gemacht mit einem Angriff. 85 mal 2 ist 170, wären wir bei 250, 255. Wenn es ein bisschen mehr ist, halte ich mit Hunter keine 3 aus. 2 halte ich halt aus. Dann machen wir es wirklich so. Ich schub's den hier hinten hin. Werf den dann noch einen Stein an den Kopf. Einfach weil wir es können. Und dann kann ich nur hoffen, dass wir... Also wir sollten die Runde jetzt überleben. Der wird halt wahrscheinlich einen von denen nochmal kopieren. Was ganz gut ist, weil das entsprechend auch wieder weniger verwundet. Fuck. Und es hat 90 Schaden gemacht. Okay, aber Hunter überlebt das. Aber Charlie leider nicht. So, der kopiert den. Ich muss jetzt auf jeden Fall mit Hunter die Karte ziehen, die ihn heilt. I mentioned during the last trial, with most of the Elder Gods corrupted, a tomb was born and sent to destroy them. When he was done, he released their energy back to the stars. And now they watch in silence from above, fight for their amusement. Who am I to speculate on their intentions? So far, I'd say things have worked out to your benefit. The advantage is mine. So, der... Ja, das würde nicht ganz ausreichen. Ich kann den da hinten hinschubsen. Der Vorteil ist, ich kann mich halt gleich in die Schatten verpissen, das heißt, die können mich alle nicht angreifen. Aber ich muss Leute killen. Ich muss danach noch... also ich muss im nächsten Zug, müsste ich theoretisch dafür sorgen, dass wir ziemlich viele von denen killen können. Das geht, wenn die alle so schwach sind und aufeinander hocken mit unserer Dingens. Geht das? Nee, heilen muss ich mich eigentlich gerade nicht. Toll. Ach nee, die ist ja eh abgelegt.
Okay, dann werden wir wohl oder übel einen schützenden Angriff verwenden müssen. Ist aber so gesehen auch gar nicht dramatisch. Wir müssen noch 2 Züge überleben. Das kriegen wir aber ganz gut hin, weil wir den nächsten, also diesen Zug beenden wir in versteckt, also verhüllt, im Schatten, wie auch immer. Verbergen, genau. Und entsprechend... Das können wir einfach mal noch machen. Dann kriege ich halt einmal 2 statt einem Dingens dazu. Beziehungsweise, Moment, ich kann ja noch wen schubsen. Lass mal gucken. Wenn ich euch nur ineinander schubse, reicht das nicht, um den Dicken zu killen, nur für den Kleinen. Aber so kann ich euch beide killen. Das ist gut. Und dann, du hast 33 HP, 77, 125. Okay. Jetzt muss ich nur noch gucken, dass ich im nächsten Zug alle von denen gekillt kriege. Das wird ein bisschen schwierig. Und ja gut, wir haben halt jetzt noch die eine Aktion offen, aber können wir nicht viel machen, ne? Was ich aber noch machen. Ja, wobei, nee, ich glaube, das hätte ich auch vorher machen müssen, die Karte auf ihn anwenden. Verstärkung. Oh. Ach, hier ist der Klingensturm jetzt. Jetzt willst du mich aber verarschen. You should be all the more prepared for whatever Lilith has planned in the coming days. The power of the light. So, dann nehmen wir... Gucken wir einmal heilen auf mich, glaube ich. Oh. Bei... Nee, ich bin jetzt so verrückt. Ich benutze das Item, um mir den Heldenmut zu holen. Das killt dann jetzt auf jeden Fall genug von denen. Sollte es zumindest. Dann können wir über über die Schnellkarte haben wir noch einen Kill drin. Und wir können gleich auf jeden Fall noch Charlie wiederbeleben. Das heißt, wir können eigentlich gar nicht mehr verlieren. Ist das jetzt eigentlich euer Scheiß Ernst, dass das nicht ganz reicht, um den zu killen? Halt so. Jetzt können wir den mit dem heiligen Funken besiegen. Das ist schnell. Entsprechend ist der tot. Dann Schaden erhöhen. Und was ganz schön ist, das können wir halt theoretisch so oft machen, wie wir nachziehen können. Glaube ich zumindest. Zumindest steht hier nichts von einem Dingens dabei. Das heißt, Charlie kriegt jetzt den letzten Kill. Und wir haben das nächste Zauberwort freigeschaltet. Oder das nächste Wort der Macht. Weil wir können uns jetzt noch eben einmal heilen. Und dann haben wir witzigerweise noch das Halsband und können dann dadurch sogar noch die heilige Flamme noch ausführen, weil die ja dann kostenlos ist. Und können Charlie noch heilen. Also es war nicht schön, dass Charlie K.O. gegangen ist, aber wir haben es geschafft. Und das ist im Endeffekt ja nun mal das, was zählt. I'm sure Hippis will be pleased. You've proven yourself more than capable. Das freut mich doch. Tada! Und damit bekommen wir die Läuterung. Ich glaube zumindest, dass es so heißt, oder läutern oder reinigen.
Irgendwie sowas. Ich glaube, im Englischen heißt es Purge. Was Läuterung sein müsste. Aber wir werden es gleich sehen. So. Tor geht auf. Also im übertragenen Sinne. Es ist jetzt offen. Mondsiegel. Mhm. Die Hilfe des Hippos stellt den früheren Zustand sowohl natürlicher als auch unnatürlicher Gestalten wieder her. Das Läutern ermöglicht es dir, Jahre zurückzudrehen, indem du ihnen mit einer einfachen Geste Leben einhauchst. Und ja, Läutern war's. Tada. Hippos brings renewal. Das Schöne ist, wir könnten mit dem letzten Wort der Macht können wir hier durch und kommen wieder zu einer legendären Truhe. Aber erstmal holen wir uns diesen Schlüssel, den ich fast übersehen hätte. Machen den Rückweg ein bisschen kürzer. Gehen aber erstmal nochmal hier hin. Denn zum einen können wir das hier läutern. Was uns an sich nur erkanntes Wissen bringt, aber erkanntes Wissen ist erkanntes Wissen. Ich glaube, wir haben ja noch ein Level offen, ne? Ich glaube, ein Level können wir noch aufsteigen. Na, kann ich ja nachgucken. Ne, erkanntes Level sind wir auf Max. Das ist schade. Aber ich nehme es trotzdem mal mit. Blessings of Hippos. Und ja, ich wette, das, was ich finde, wird geläutert. So. Müsste ja theoretisch auch gehen, ne? Genau. Das geht. Das geht. Hippos brings renewal. War erfolgreich. God's latest gift seems to be quite powerful. I've already removed a great deal of corruption afflicting the grounds nearby. I've noticed. I take it that means the latest trial wasn't much of an obstacle for our legendary hunter and their faithful companion. We were ready for what awaited us. The power of renewal is indeed a remarkable thing, especially when facing such an insidious problem. Mm-hmm. But how did this corruption come to spread across the grounds in the first place? I mentioned before that Wanda had visions after absorbing the power of the moon seal at my altar. But it's obvious now I didn't truly understand the depths of what she was experiencing. What do you think really happened here? I've told you that Wanda wasn't a descendant of the blood. In truth, her magic was born in chaos, from the touch of the dark god Chthon himself. I fear this connection between them was even stronger than I imagined. Unschön. She cannot be blamed for something out of her control. Of course not. Just look at the group we have working with us here. Everyone deserves a chance to prove who they really are. It is done now in any case. We can only move forward from here. Renewing the grounds is already an important step forward for us. Wanda's visions, were they part of her ties to Chthon? Do you know what it is she saw? She described them like a dream. Broken, distorted images that she could only remember in passing. But you're right, Hunter. I believe now it was Chthon who came to her, his influence strengthened by the power of the seal she absorbed. And the corruption on the grounds, this was his influence? It seems almost too clear now. The corruption on the grounds returned just as Wanda's explorations reached their peak. Was there nothing in her journal about this? Maybe we've gotten ahead of her. I should return to the library and continue the translations. Come by tomorrow and I'll let you know if I've found anything new. Tun. Wir werden jetzt erstmal noch ein paar Sachen läutern. Denn wir können jetzt das letzte große Gebiet freischalten. Dann gibt es noch ein kleines Gebiet auf dem Gelände, was wir dann erst mit dem letzten Wort der Macht freischalten können. Aber einen Großteil kriegen wir halt jetzt mit Läutern freigeschaltet.
The water here should be safe now. Ja, sehe ich da kein Wasser drin. Das ist ein Brunnen. Schlachtfeldscanner MK2 oder Marke 2. Nett. Nee. Da ist definitiv kein Wasser mehr drin, Hunter. So. Dann. Blessings of Hippus. Yep. Aber hier. Hier kommen wir noch nicht rein. Den Garten der Eifersucht. So, das kann natürlich weg. Darunter verbirgt sich auch wieder eine Truhe. Und neue Pflanzen. Und neue Collectibles. Mitglied von Salems Hexenzirkel. Schädel von Elizabeth Smith. Ein weiteres Opfer der Prozesse in Old Salem. Davon können wir hier 6 Stück insgesamt finden. Nicht alle jetzt schon. Ich glaube, einen Teil können wir wirklich erst finden, wenn wir noch das letzte Wort der Macht haben. Aber zumindest anfangen können wir schon mal. Ja, hier hinten ist reichlich... Blessings of the Goddess. Wie sagt man? Flora, aka, oh Gott, Vegetation. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Reichlich Vegetation. Sodass wir vor allem bei gewissen, also logisch nur bei denen, die hier wachsen, aber bei einigen Pflanzen unsere Vorräte gut auffüllen können. Martha Richards. Schädel, der immer noch mit der Essenz von Magie leuchtet. So, das hier vorne ist zu, aber eine verblasste Tagebuchseite. Ich will nichts mehr, als vor Begeisterung zu frohlocken und zu rufen. Gregor und ich haben uns vermählt. Sarah meint, es sei ungebührlich, so viel Begeisterung über ein sterbliches Vergnügen zu zeigen, aber ich bin sehr verliebt. Ich habe es ihr noch nicht gesagt. Sie denkt, der Grund für meine Abwesenheit von der Abtei in den letzten Tagen wäre, dass ich hier im Shaws Schritte verfolgt habe, während er das Darkhold sucht. Aber nein, Gregor und ich haben eine heimliche Trauzeremonie abgehalten und das Glück gefeiert, einander gefunden zu haben. Ich denke, ich sollte diese Nachricht wohl bald mit meiner Schwester teilen. Ja, vielleicht. Hier ist nichts. Hier liegt noch eine Tagebuchseite. Von uns. Sarah ist nicht meine Mutter und wird es niemals sein. Dennoch behandelt sie mich wie ein Kind und ich halte es kaum aus. Wenn meine Kraft wächst, versucht Agatha mir zu helfen, Kontrolle darüber zu erlernen. Sie hat mir Zauber beigebracht, um mich und meine Lieben zu beschützen. Aber Sarah redet mir nur Schuld und Angst ein. Wieso sollte ich etwas fürchten, das mein Körper so natürlich empfängt wie Atmen? Vögel fürchten nicht das Fliegen und ein Bär würde sich nie für seine Zähne entschuldigen. Wieso sollte ich mich bremsen? Ja, vielleicht damit wir nicht so werden wie unsere Mutter. Mal so eine steile These. Aber gut, gehen wir erstmal hier hin. He is in agreement. Mhm. Und hier ist eine Statue. Bling. Bin ich auch irgendwann nur zufällig drauf gestoßen. Aber schön gut. Die paar Credits sind jetzt fast nicht der Rede wert, aber mitnehmen tun wir sie natürlich trotzdem. Aber das war nicht der Grund, weshalb wir hier hochgegangen sind, sondern da leuchtet was. What is this? It looks like a fragment of a moon seal. Mhm. Genau das ist es nämlich auch. Ein Teil eines Mondsiegels. Ich glaube, es waren nur 2, die wir hier finden müssen. Also die wir finden müssen. Und dann müssen wir halt später ein Ritual abhalten, um sie wieder zusammenzufügen. Aber nichtsdestotrotz müssen wir dafür erstmal die Teile finden, ne? So, bevor wir hier hochgehen. Den will ich auch noch haben.
gehen wir erstmal hier auf den Friedhof. Denn hier finden wir die Liebenden. Elektra und Daredevil halten Hände und verschließen ihre Augen. Sie genießen den gemeinsamen Moment, obgleich ihre Waffen in greifbarer Nähe sind. Diese Karte verkörpert Kommunikation und Vertrauen, besonders in einer Partnerschaft. Und Lilith Tagebuch. Oh Götter, ich weiß, was ich hier versuche, aber ich werde von Scham übermannt. Was, wenn es funktioniert? Was, wenn ich wirklich alles rückgängig machen kann? Ich will nur mein Kind in den Arm halten. Ich will seine lieblichen Schreie hören. So, das nehmen wir mit. Gemälde nehmen wir mit. Hier können wir hochlaufen. Und finden hier... Okay, nee, dann waren es, glaube ich, mehr Teile. Nee, dann sind es 3 Teile. Another moon seal fragment. What is this doing here? Mhm. Wir werden auch noch herausfinden, warum denn das Mondsiegel, also das letzte Mondsiegel, überhaupt zersplittert ist. Aber erstmal zum Herzstück dieses Gartens. Und ja, unsere Mutter hat sich hier einen eigenen Garten eingerichtet. Sogar einen recht schönen Garten, würde ich sagen. So, bevor wir aber in das Gewächshaus gehen, holen wir uns hier noch die ganzen Pflanzen. Hier können wir dann später mit Zerstören, dem letzten Wort der Macht, uns einen Weg schaffen. Aber das war noch nicht alles. Okay, nee, ich habe beide erwischt. Hier hinten finden wir noch einen Haven. Malerischer Felsvorsprung. Da hinten haben wir schon das nächste Bloodgate gesehen. Allerdings müssen wir natürlich erstmal noch das Mondsiegel wiederherstellen. Dann hier noch ein Schädel von Sarah Ho oder Howie, wie auch immer. Die in diesen Schädel eingravierte leuchtende Rune ist ein Zeichen von Hexerei. Weiß nicht. Die Tatsache, dass es leuchtet, ja doch, zeigt einiges. Ja, komm, gehen wir erstmal da hinten hin, weil können wir eine Karte holen. He sees our path. Und zwar der Wagen. Der Silver Surfer steht mit unerschütterlicher Balance auf seinem Brett, während er nach vorne rast und eine wirbelnde Kraft hinterlässt. Diese Karte verkörpert Entschlossenheit, Kontrolle und sich Hindernissen direkt zu stellen. Das ist korrekt. Hier können wir noch was enthüllen. Zack. Autumn, show me the way. Und Schlüsselchen. Nehmen wir natürlich alles gerne mit. Hier kommen wir leider nicht runter. Da ist aber auch nichts. Das Bloodgate, ja, wie gesagt, brauchen wir erstmal den Schlüssel für. Das ist ja das Mondsiegel. Und dann gehen wir mal in das Gewächshaus rein. Erstmal Caretakers Tagebuch. Ich widme mich nun an einem kalten Spätnachmittag dem Schreiben. Ein Sturm sperrt uns heute alle in der Abtei ein und der Schnee fällt schwerer, als ich es viele Jahre erlebt habe. Das verleiht dem Nachmittag eine Stille, die ich nur wertschätzen kann. Es vergeht kein Tag, ohne dass wir uns umsehen in Erwartung dessen, was uns gewiss jeden Moment widerfährt. Und doch ist mir der Frieden, den ich mit Agatha an meiner Seite erlebe, eine Freude. Sie ist gutmütig und es gibt flüchtige Momente, in denen ich unsere Mühen vergessen und mir fast erlaube, glücklich zu sein. Ich kann nicht anders, ich klammere mich an diese Momente. Doch ich weiß, es sind nur Momente und bald stehen wir wieder unserer größten Widersacherin gegenüber. Ich darf mich nicht ablenken lassen, wie einst Lilith. Und ein Rezept. Gloss zu Credits und Credits zu Gloss. Und damit haben wir auch die Sammlung vollständig. Mother. Die steinernen Augen der Statue sind fast schon so kalt wie ihr echtes Gegenstück. Das war nicht nett. Das über die eigene Mutter zu sagen.
kann die Schönheit dieses Gewächshauses kaum glauben. Ich weiß, es ist etwas überwuchert, aber ich kann dennoch erahnen, welche Pracht hier einst herrschte. Vor langer Zeit, als ich mit Liebe und Hingabe darum gekümmert wurde. Ich schweife ab. Konzentration, Wanda. Dieser Zierbaum muss einfach ein Hinweis sein. Ich habe versucht, einen Weg hineinzufinden, aber ich bin mir noch nicht sicher. Agatha wird jeden Moment hier sein. Ich hoffe, sie hat eine Idee, wie wir uns Zutritt verschaffen können. Ja, ist nicht so schwer. Interessanterweise, die hier kriegen wir nicht geläutert. Warum? Keine Ahnung. Ist einfach so. Vielleicht ist die Verderbnis hier, hat hier zu tief gewurzelt. You've almost retraced Wanda's steps, Hunter. Which means it's probably time I was honest with you. Things got a bit messy at this point. It was here that Wanda hit a wall, in the literal sense. The gates sealing off your mother's garden seemed all but impervious to any attempt we made at opening them. You would not have given up that easily. Of course not. Wanda was hesitant, but I was emboldened by just how close she had come to succeeding. I strongly encouraged her to keep trying. If I had only stopped to consider the risks. But no. With my guidance, she attempted to use the moon seal from Set's trial to force open the gate. You were only trying to encourage Wanda's growth. That may be, but there were other ways I could have helped her. So what did happen? Without the word of power, Set's blessing, Wanda couldn't control the energy within the seal. It responded like these things often do. It exploded. But the gate did not open? No, it didn't. And as an unfortunate side effect of the blast, I was killed. That was the training accident with Wanda? A surprisingly level-headed explanation from the poor girl, considering what she had just witnessed. I was still out of my senses, but that's a story for another time. You died. Wanda was left traumatized, only to be blamed by Caretaker and left without anyone to support her? I said things got messy. Perhaps I should have said heartbreaking. In either case, now you know the truth. But what about Sarah and the others? They need to know as well. Given my current situation, I think it may have to wait, dear. If you'd still like to move forward, you'll need to find the shards of the broken moon seal. If all goes well, I should be able to reform the seal. I believe I have found some pieces already. Of course you have. There is one more piece left to find. Jupp. Ich weiß auch genau, wo wir das finden und das werden wir jetzt auch holen. Und ja, immer während der Lichtung kommen wir am schnellsten dahin. Ja, ich hätte es theoretisch auch direkt zu Anfang holen können, aber nö, nicht dran gedacht, keine Lust gehabt, wie auch immer. Und zwar laufen wir hier hoch, denn hier oben war auch noch Verderbnis, die wir jetzt entfernen können. Hippis brings renewal. Und hier finden wir This das looks like one of the Siegelfragment. shards that Agatha asked me to find. So, dann auf zu Lilith Garten. Nee, hier hat sie sich nicht mehr hingestellt. Ich hätte erwartet, dass sie sich hier wieder hinstellt, aber gut. Dann auf in die Abtei. Gott, was ist denn jetzt gerade mit der Framerate los? Na, hast du dich jetzt gefangen? Oh, dieser Motion Blur macht mich auch noch fertig. I knew you'd recover the shards if you put your mind to it, but that was still faster than I expected. I better get to work then. I'm confident I can return the moon seal to its former glory, but I'll have to send you on another errand. I need a particular flower to serve as the reagent for this ritual. It shouldn't be too hard to find. It grows right in front of my old cabin.
While you gather that, I'll make the rest of the preparations. Das kriegen wir hin. Das ist ja glücklicherweise schnell gefunden, weil wir können uns einfach teleportieren. Und ja, mysteriöse This must Blume. be the reagent that Agatha needs to restore the seal. Das ist halt wirklich relativ unnötig. Aber gut. Haben wir auch das erledigt. I have found the reagent. So you have. Let's not waste any more time. For this to work, we'll need the elemental altar. Come with me. Na, hoffentlich, ja. Sie hat uns wieder mitgenommen. Wenigstens etwas. This is it, Hunter. Once I've reforged the seal, you can face the final trial. I'm sure Set is eagerly awaiting your arrival. It has been a long road to reach this point. Lucky for you, the ritual won't take more than a moment. I just need to say the magic words. Abracadabra. Just kidding, dear. I'm glad to know your situation did nothing to dampen your sense of humor. Sarah is salty enough for the both of us. I like to keep things in balance. Now, let's get you a moon seal. I just hope Set doesn't mind a bit of refurbishment. Yep. I will find out soon enough. Just remember, Hunter, the answers we seek are almost within your grasp. Stay the course. Kriegen wir hin. So, wir schnappen uns das Mondsiegel. Lassen es nicht wieder liegen. Und gehen noch mal eben kurz zum Opferaltar. Dann werden wir mal kurz gucken, aber ich glaube, für das nächste Tor brauchen wir, wie gesagt, Level 18. Notieren wir es mal. Und kommen. Seems my offering was accepted. Ein Schlüssel und ein bisschen Gloss. Okay. Halt, nein, von Liliths Garten aus ist es sinnvoller als vom Garten der Eifersucht. Dann gucken wir mal. Und, was ist es? 18? That is something. 16 sogar nur. Krass. Set's challenge will be the hardest. Are you ready? Nope. I may need more time to prepare. You are stronger than you know. Das ist schön, aber trotzdem sind wir noch nicht Level 16. Gut, dann würde ich sagen, war es das für diese lange Folge. Und in der nächsten starten wir ganz normal mit dem üblichen, der üblichen Morgenroutine und holen uns dann endlich Venom. Beziehungsweise ich gucke jetzt mal, ob es noch einen Dingens gibt, die Nacht, einen Traum. Und würde mich aber trotzdem jetzt schon mal verabschieden, auch wenn wir einen Traum haben, wobei es nicht danach aussieht. Demnach sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis Montag, meine Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns. Ciao.